Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Testing-Experte, Keynote-Speaker und Autor. Und ich habe euch heute wieder eine Folge vom QS-Tag 2025 mitgebracht. Der QS-Tag ist eine der Konferenzen, wo ich jedes Jahr gerne hinkomme. Tolle Gespräche, tolle Menschen und immer spannenden Input. Bei mir zu Gast waren Sven Bracksein und Athanasios Kalinikidis. Und die beiden haben eine sehr spannende Story. Und zwar nutzen sie die Idee von Fußballanalysen, um die Testabdeckung im Projekt zu verbessern. Klingt verrückt, ist es auch, aber auch sehr cool. Aber hört am besten selbst rein. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Thanos, hallo Sven, schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total, weil euer Abstract vom QS-Tag, der ist mir sofort ins Auge gestochen, weil er so eine Metapher oder eine Geschichte aufmacht, die nicht so allgegenwärtig ist. Und es hat was auch, denke ich, mit euren Shirts zu tun, die ihr so anhabt heute. Das sehen natürlich nur die Folge auf YouTube sehen. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich gleich dazu. Ja. Es geht um Altsoftware in Neusoftware bringen und wie man da mit Testabdeckung und solche Sachen umgeht. Aber ich gebe euch einfach mal das Wort. Was war denn das Problem? Genau. Wir können mal starten, wie wir eigentlich zusammengekommen sind, wir zwei. Und zwar startet das Ganze eigentlich aus zwei Richtungen. Ja. Zum einen gab es bei uns ein Projekt, also wir haben ein Projekt, wo wir im Prinzip eine Altsoftware durch eine neue ablösen. Das Ganze ist ein bisschen größer geraten. Die Altsoftware ist schon sehr, sehr lang. Das ist nicht der erste Versuch, die abzulösen. Und man muss sich das vorstellen, dass es ungefähr, wir sind ein agiles Team mit 150 Leuten, 6 Dev-Teams. Das Ganze geht schon jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren, also schon eine längere Kiste. Ja. Also ein bisschen größere Sache. Und irgendwann, ich bin bei uns im Test mit unterwegs und kam so ein bisschen dieser Vorwurf, eure Abdeckung im Regressionstest ist zu schlecht. Mhm. Unverschämtheit. Ja, und als erfahrener Berater gehst du dann hin und sagst, mal gucken, wie wir diesen Angriff jetzt mal abgewehrt kriegen. Und dann war meine erste Frage, Testabdeckung ist ja im Zweifelsfall Prozentrechnung, Zähler durch Nenner. Mhm. Was ist denn der Nenner, den du nimmst, um zu sagen, sie ist zu gering? Ja? Ja, als ich dann angefangen habe, diese Frage zu stellen, war er verschwunden, schon beim nächsten Problem im Sinne von, den war ich erstmal los, aber tatsächlich lässt einen sowas ja nicht los. Ja. Und dann stehe ich irgendwie ein paar Wochen, Tage später im Büro, im Großraumbüro, arbeite vor mich hin und irgendwie quasseln da 2 nebenan. Und du kannst zwar irgendwie eine Weile weggucken, aber nicht weghören sozusagen. Ich denke, was treiben die da eigentlich? Ja? Und dann kommt Thanos ins Spiel, der im Zweifelsfall einem Kollegen eine Geschichte erzählt hat, was er nämlich in seiner Freizeit macht. Jetzt bist du dran. Es war ganz lustig. Ich saß im Gang, der Sven eben ein paar Plätze weiter und ich habe kurz Pause gemacht, habe den Laptop aufgemacht und habe Clips geschnitten für meine Fußballmannschaft. Weil ich bin neben meinem Berufsleben Fußballtrainer einer Herrenmannschaft. Und dort haben wir uns relativ kostengünstig auch Hochstativ und Kamera geholt, eine Sportkamera, die unsere Spiele aufnehmen kann. So, und das Spielmaterial, das läuft dann durch eine Software durch, die dann auch unsere Statistiken im Spiel erheben kann. Und da saß ich mal da und habe einfach einem Kollegen, der vorbeigelaufen ist, gezeigt, was ich denn da so mache. Mhm. Und da ist Sven hellhörig geworden, er hat es dann dazu gesellt und dann habe ich ihm gezeigt, wir nehmen unsere Spiele auf, wir erheben Statistiken, wir sind eine Amateurmannschaft, wir spielen in der Kreisliga. Mhm. Aber es ist tatsächlich möglich, mittlerweile mit relativ wenig Budget da auch was Semi-Professionelles aufbauen zu können. Mhm. Genau, und so sind wir quasi zusammengekommen und haben uns dann die Frage gestellt, ginge sowas denn nicht auch ähnlich im Berufsleben? Genau, also es ging ja noch, die Geschichte wird ja noch ein bisschen enger, weil wir wohnen gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Das heißt, wenn seine Mannschaft gegen meine Mannschaft spielt, spielen die gerade in der Kreisliga um Platz 1 und 2. Sozusagen. Ich habe tatsächlich an dem Tag das Spiel vorbereitet gegen Svens Heimmannschaft. Ja, okay. Genau. Ja, und da ist er sehr hellhörig geworden. So, was treibst du da eigentlich? Was treibst du da? Und dann denkst du dir zum Beispiel, wenn in der Kreisliga, weil da hat er dann so die Software, die macht dann so Heatmaps und ganz tolle Sachen. Wo kommt der Schuss her? Wie viel gelaufen? Das heißt, jeder Spieler wird getrackt, so wie das vielleicht
im Bundesliga-Fußball erwartest oder in der Champions League. Ja. Aber nicht, dass jemand in der Kreisliga sagt, so trainiere ich meine Mannschaft. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das schon im Kreisliga-Fußball möglich ist, dass jemand sagt, ich lerne von meinem Spiel für das Training, dann muss es doch bei uns auch möglich sein, in unserem großen IT-Projekt aus unseren Produktionsdaten was für die Tests zu lernen. Also diese Analogie, das ist auch der Kern unseres Vortrages, das war das, was mir durch den Kopf schoss. Das muss doch möglich sein. Und da habe ich das mal laut ausgesprochen Richtung Thanos und sagt, Thanos, die Daten hätte ich da. Ja. Mich fragt nur keiner danach. Ja. Und das war im Prinzip der Aufhänger, dass wir dann gesagt haben, okay, wie, du hast die Daten da, was hast du denn da? Ja. Und dann haben wir uns halt eine Weile angenähert. Was hast du denn, wie geht denn das, wie können wir das machen? Ja. Bis hin zu der Frage, okay, haben wir dieselbe Granularität an Informationen sowohl von der Produktionsumgebung als auch auf der Testumgebung. Also welche Sachen müssen wir miteinander in Beziehung setzen? Auch das ist Teil unseres Vortrages, nach dem Motto, dass du auch die richtigen Informationsobjekte dann findest. Wie habt ihr euch denn dann so konkret genähert? Also wie seid ihr denn da dann reingestanden? Also quasi nachdem die Idee geboren war. Ja, da auch, also relativ organisch, ne, aus dem Gespräch heraus hat, wie gesagt, Sven dann die Frage gestellt, ja, könnten wir sowas nicht auch ähnlich umsetzen im Berufsleben? Und dann habe ich ihm gezeigt, woran ich im Job quasi parallel arbeite. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, nachdem ich auch ein Jahr Erfahrung gesammelt habe bei mir im Unternehmen und die neue Software, die implementiert wird, auch gut kennengelernt habe, dadurch das Datenmodell gut kannte, auf die Idee gekommen, Process Mining einzuführen. Und Process Mining ist eine relativ neue Technologie, aber ein bisschen mehr als 10 Jahre gibt es schon, die ich kennengelernt habe aus einem Praktikum bei Celonis, damals in München, großes Münchner Startup mittlerweile. Und dachte mir, okay, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, die Methodik anzuwenden bei uns in der Neuwelt sozusagen. Habe dann bei mir im Konzern umgeschaut, ob wir da schon ein Tool haben. Tatsächlich hatten wir da auch eins. Und das habe ich dann in den ersten Schritten aufgebaut. Und es war damals noch so klein, ne, das wussten nicht sehr viele. Ich habe da etwas vor mich hingearbeitet und natürlich dann auch die ersten Kunden probiert zu akquirieren dafür. Und da kam Sven natürlich super gelegen, der sich dafür interessiert hat, ne, wie können wir Prozessdaten auf Produktionssystemen besser verstehen. Und da ist Process Mining eben genau das Tool, um das visualisierbar zu machen, was in Realität tatsächlich abläuft. Ja, okay, also das, was quasi im System täglich passiert, also das quasi dann irgendwie zu visualisieren oder aufzubereiten, dass man da versteht, was da passiert in Produktion. Kennst du die Technologie? Nee, deswegen frage ich jetzt so ein bisschen nach, aber dann nochmal so 2 Sätze dafür. Ja, genau, ja, kein Problem. Also Process Mining verbindet im Prinzip die klassische Prozessanalyse, wie sie eine Beratung machen würde, mit dem neuartigen Data Mining, ne, aus großen Datenmengen schnell durchführen können und dann die richtigen Infos zu kommen. Im Prinzip läuft ja heutzutage kein Unternehmen mehr ohne digitale Systeme. Und jeder Klick, jede Aktion, jede Bewegung in dem digitalen System hinterlässt eine Spur. Ja. So, und die Spur kann ein Tool, welches sich mit Process Mining beschäftigt, eben zusammenbringen und dadurch aufzeigen, okay, ne, was ist in den Systemen der Unternehmen passiert. Ne? Wie wurde in Produktion live etwas tatsächlich ausgeführt und nicht wie man jetzt ein Prozessdiagramm zeichnen würde in der Theorie, sondern was ist dann wirklich in Realität passiert. Und das sind spannende Ansichten, ne, spannende Daten, die da zusammen gesammelt werden, die uns Aufschluss darüber geben, ne, was ist die Realität. Und was habt ihr dann gemacht damit? Jetzt kommen wir ein bisschen, genau, wie geht das? Also du musst dir vorstellen, die Software, die eingeführt wird, ist im Prinzip eine große Workflow-Maschine. Vielleicht wer es Jira kennt, Status-Workflow in Jira, das geht ungefähr in diese Richtung. Ne? Und du hast halt, wir haben derzeit, ich habe in der Folie sind 160 sogenannte Workflows, also 160 verschiedene Workflows, zum Beispiel, keine Ahnung, neuen Kunden anlegen, neuen Vertrag anlegen, einen Vertrag beenden, einen Vertrag ändern, jemand will, keine Ahnung, vorzeitig den Vertrag ablösen, was auch immer. Das sind die einzelnen Workflows. Und jeder dieser Workflow wird modelliert. Das heißt, du kannst ihn unterschiedlich durchlaufen.
Vielleicht so ähnlich, wie man sich 160 kleine Softwarestückchen vorstellen muss, die man auch vielleicht unterschiedlich durchlaufen kann. Und mit diesem Process Mining misst Tasso oder kann visualisieren, welche Durchläufe bei welchem Workflow wie oft genommen worden sind. Wir haben also der Spitzenworkflow, den wir haben, das ist ganz krass, der hat, wenn du auf die Produktionsdaten guckst, über 600 verschiedene Durchläufe. Wenn du auch sagst, mich interessieren nur die Top 10, weil ich sage, ich will Testfälle haben für die Top 10 Durchläufe, die am meisten durchlaufen werden, dann gehe ich hin, wir machen die Auswertung und dann sehe ich halt, okay, der am meisten durchlaufende Workflow hat allein schon 20%. Ja. Und mit den Top 10 bin ich vielleicht in Summe schon bei 80% aller Durchläufe. Und dann weiß ich zum Thema Testabdeckung, wenn ich die 10 Durchläufe als Testfälle habe, dann verzichte ich gerne auf die anderen 590. Ja. Weil dann habe ich die richtigen, ich habe die wichtigen. Also du bist einfach rund um das Thema risikobasiertes Testen. Du kannst mit den Daten begründet sagen, warum du genau diese genommen hast und keine anderen. Nähert sich dem Zähler-Nenner-Dilemma an, was du zu Beginn hast. Natürlich, genau. Das ist, deswegen genau die Idee dahinter zu sagen, ich bin jetzt demnächst vorbereitet, weil wir sind losgezogen, haben gesagt, was packen wir eigentlich in den Nenner? Haben bestimmte Dinge geprüft, haben gesagt, nehmen wir die Geschäftsprozesse, das hat nicht getaugt, interessanterweise, weil tatsächlich Geschäftsprozesse zwar auf der Produktion genutzt werden, aber manchmal oder häufig in dem Bereich des Testings unterschätzt werden sozusagen. Am Ende sind halt die Workflows übrig geblieben. So gesagt haben, wir packen die Workflows als Nenner. 160 ist der Nenner. Ja. Und dann gucken wir uns an, welche Workflows wir im Testen eigentlich durchlaufen. Das ist dann unser Zähler. Ja? Dann bist du beim reinen Zählen. Aber dann kommt halt Thanos noch mit seinem, im Sinne von, welche Varianten sind wie durchlaufen worden. Das nicht nur sagst, ich habe rein gezählt, sondern ich kann auch sagen, ich habe die richtigen gemacht. Ja, so. Das ist natürlich eigentlich so ein naheliegender Ansatz, ne, dass man sagt, was wird in der Produktion wirklich genutzt, um darauf dann auch die Tests abzustimmen und zu sagen, okay, wo teste ich viel oder nicht. Weil wenn man jetzt bei der Anforderung irgendwie eine Priorität hat oder irgendwas, das ist wichtig oder so, das kommt ja irgendwo aus einer Analyse raus, dann denkt man sich irgendwas, aber es ist halt, wie er sagt, auch oft gar nicht so wie in der Realität, dass es genutzt wird oder sowas. Ne? Und da hat man da natürlich eine viel akkuratere Messung auch raus. Ne? Und die Analogie jetzt zum Fußball ist halt, Thanos geht hin und sagt jetzt beim Fußball, mehr Wissen, weniger Meinung. Das heißt, er hat ja die Daten aus dem Spiel. Ja. Das heißt, wenn er dann zum Sportler X sagt, du hättest schon ein bisschen mal deine Füße bewegen können und der sagt, nee, ich bin ganz viel gelaufen. Kann Thanos sagen, Moment, hier, ja, du bist, keine Ahnung, 6 Kilometer gelaufen, die Besten laufen 10, was auch immer. Es schafft auf jeden Fall Transparenz. Ne? Und man kann ganz klar aufzeigen, was ist sonntags auf dem Feld passiert und daraus dann die Rückschlüsse ziehen, okay, wie müsste ich jetzt das Training nächsten Dienstag gestalten, um vielleicht die Fehler auszumerzen oder die Stärken nochmal zu stärken, die wir am Sonntag gezeigt haben. Ne? Und genau das ist so der Ansatz. Wir gucken uns an, was passiert in der Realität, leiten dann ab, ne, was machen wir im Training bzw. im Testing und kommen so auf eine stabilere Produktion oder ein besseres Spiel, bestenfalls am Sonntag. Ja. Jetzt, wart ihr denn von den Ergebnissen überrascht? Also, wenn ihr das gesehen habt, gesagt, ach Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass der Workflow jetzt hier so oft genutzt wird. Ja, es gibt ein paar Workflows, also die Top 3 zum Beispiel, das sind Workflows, die hättest du nicht auf dem Schirm. Standardmäßig nicht auf dem Schirm. Und wenn du es dann vor dir siehst, stellst du plötzlich fest, stimmt, bei dem Workflow haben wir zum Beispiel auch im Testen immer Probleme. Gar nicht im Sinne von, weil der Workflow fachlich nicht funktioniert, sondern in dem Fall bei dem häufigsten Workflow ist zum Beispiel so, dass die Schnittstelle häufig nicht funktioniert. Das ist irgendwie so ein ominöses System, wo du dann entscheiden kannst, welcher Kunde kriegt einen Kredit oder kriegt keinen Kredit. Und dann machst du irgendwie so eine Blacklist-Prüfung. Also nach Motto, bestimmte Kunden oder Leute sollten keinen Vertrag kriegen. Ja. Und das fliegt uns im Testen regelmäßig um die Ohren. Aus wildesten Gründen. Und das ist aber der Workflow, der halt auf Produktion am häufigsten angetriggert wird. Und das war die Überraschung, dass du manchmal denkst, was ist das eigentlich für einer? Und dann haben wir solche Analysen gemacht. Wir haben dann genommen, was sind eigentlich Workflows? Wir zeigen dann auch im Vortrag 4 Stück, die in Produktion ganz, ganz häufig vorkommen und wir im Testen fast nicht auf dem Schirm haben. Und dann sind wir halt mit der Taschenlampe losgezogen und haben gesagt, kann das richtig sein? Und dann ist manchmal die Antwort, bei manchen Workflows ist es sogar richtig, weil das so einfach ist. Da gibt es nur 2 Durchläufe und wenn du 2 Testfälle hast und du hast die richtigen 2, vollkommen ausreichend. Da brauchst du keine 3000. Und dann hatten wir auch Workflows dabei auf Produktion unter den Top 10
im Testen kein einziges Mal angetriggert. Ja. Und er sagt, okay, jetzt gibt es kein Gelb mehr, jetzt gibt es ein Rot im Sinne von, richtig sein kann das ja eigentlich nicht. Und dann eben halt gezielt jemanden loszuschicken und zu sagen, guck dir das mal an. Ja. Was ist mit diesem Workflow? Läuft er auf Produktion mit überflüssigerweise? Braucht kein Mensch mehr? Läuft nur jeden Tag n-mal mit? Oder läuft mit, weil er mitlaufen muss und wir haben ihn nicht im Testen und das ist nicht gut. Ja. Also ihr habt ja dann nicht nur quasi eure Messung verbessert der Daten, sondern auch quasi ja schon eine Improvement für eure eigenen Tests auch dann rausgearbeitet, ne? Wie ihr eure Tests besser machen könnt. Die Idee ist, Impulse zu geben. So wie Thanos auch Impulse fürs Training mitnimmt, nehmen wir mit Impulse für, wie können wir unsere Testabdeckung verbessern. Das ist ja der Übung. Und zwar geht es uns um die Regressionstests. Ja, dass wir sagen, in der Regression willst du ja ein Netz auswerfen mit wenigen guten, richtigen Fällen. Aber was sind ja die wenigen guten, richtigen sozusagen? Und damit im Prinzip weniger aus so diesem, ich glaube, die sind's, hin zu, nö, die sind's, die da uns zeigen, das sind die häufigsten Durchläufe. Gibt es denn irgendwo, sagen wir so, ein Ende oder Grenzen, wo er sagt, dass da bringt uns die Information oder da brauchen wir doch eine andere Information, um unsere Regressionstests zu bewerten, oder hat das wirklich für euch das so vollumfänglich erfüllt? Sagt, okay, das passt für uns. Also ich persönlich würde sagen, es passt eigentlich, weil du hast auch da wieder wahrscheinlich das Thema abnehmender Grenznutzen. Ja, irgendwann kippt das dann weg, dass Aufwand und Nutzen nicht mehr im Verhältnis stehen. Entscheidend ist eigentlich hier, das, wo es am Ende drauf ankommt, ist dieses regelmäßige Machen. Ja, du hast am Anfang eine Idee, dann tastest du dich ran, probierst sie aus. Dann stellst du einmalig fest, es funktioniert. Ja, dann machst du es regelmäßig. Also ich mache es jetzt gerade regelmäßig, aber ich mache es manuell und merke gerade, das kippt weg in dem Moment, wo ich aus dem Projekt rausgehe, ist es wahrscheinlich zu Ende. Warum? Weil dieser manuelle Aufwand ist ja immer wieder dieses, es muss jemandem wichtig sein. Ja. Das heißt, wenn wir uns wirklich dauerhaft verbessern wollen, müssen wir gucken, wie wir es jetzt, sage ich mal, das Daten einsammeln, das Daten aggregieren, das Daten miteinander in Beziehung setzen, wieder eine Art Automatisierung bringen. Ja? Ja. Weil nur dann haben wir die Chance, dass es dauerhaft dann läuft. Und dann brauche ich gar nichts Neues mehr. Ich brauche nur, in Anführungsstrichen, das, was wir jetzt einmal können, in einen dauerhaften Prozess gebracht. Ja. Weil dann hast du dieses KVP-Thema, dass du sagst, kontinuierlich gucke ich mir die Sachen an und stelle fest, wo treten Auffälligkeiten an, wo muss ich mal mit der Taschenlampe näher reinleuchten. Ja, und das wäre, also, ich bin vollkommen bei dir. Zu deiner Frage, ne, wo die Grenze ist, ich glaube, man kann sich da auch noch mal verkünsteln, weil aktuell, wir schauen uns das zentrale System an bei uns, wo noch mal x umliegende Systeme drumherum geschalten sind. Ne? Und natürlich könnte man die auch alle noch mal mit einbeziehen und reinladen und 100% der Abdeckung in der Messbarkeit erreichen. Die Frage ist natürlich, ne, abnehmender Grenznutzen. Wie viel investiere ich rein, um wie viel Wertigkeit und Informationen dann rauszuziehen? Ich glaube, wir bewegen uns in einem super Aufwand-Ertrag in der Balance. Aber wie du auch sagst, für die Nachhaltigkeit ist dann wichtig, ne, in eine Automatisierung reinzukommen, ne, dass man mit so wenig manuellem Aufwand wie möglich so viel Infos wie es geht rauszieht. Konntet ihr den Kollegen denn befrieden, der sich so echauffiert hat über die Regressionstests? Ja, das ist auch so ein Klassiker im Zweifelsfall. Manchmal gehen mit einem die Pferde durch sozusagen und mitunter, wenn dann andere Baustellen plötzlich größer sind, dann gehen andere Themen los. Ja. Und mitunter brauchst du auch mit Leuten eine längere Beziehung in der Art, dass man am Ende mehr miteinander, weniger übereinander redet. Ja. Und ich glaube, mit dem Kollegen speziell sind wir auch in dem Modus, dass wir jetzt mehr miteinander reden, sozusagen, und weniger übereinander. Und dann tritt sowas auch nicht mehr so häufig, also nicht mehr so auf, sozusagen. So, das ist aufgetreten oder entstanden als Ergebnis, ja. Sehr spannendes Vorgehen. Ich finde das Konzept super spannend, weil das, glaube ich, total hilfreich auch für viele ist, wenn ich an meine Kunden denke, wo ich mir denke, ach, das wäre mal was, wenn man sich das mal genauer anschaut. Mir bleibt zum Abschluss noch eine Frage. Du hast damals das Spiel analysiert oder vorbereitet, das dann war gegen die andere Mannschaft. Wer hat gewonnen? Es war tatsächlich das Spiel Platz 1, sein Team gegen Platz 2, unserem Team. Und es war der Auftakt der Rückrunde. Und wir waren wirklich super vorbereitet und sehr heiß drauf zu gewinnen.
waren ganz lange in Führung bis Minute 80 mit 2:1 und dann ist das Spiel gekippt. Ihr habt dann 3:2 gewonnen. Tatsächlich dann auch die Liga gewonnen. Auch herzlichen Glückwunsch, vollkommen verdient. Aber tatsächlich, der Matchplan ist an sich aufgegangen. Ja. Im Fußball, das sind manchmal die kleinen Momente, die entscheiden dann über Sieg und Niederlage. So ist es. Aber wir waren sehr zufrieden. Ja, ausgezeichnet. Sven, Thanos, schön, dass ihr da wart. Freut mich total. Auch hier mit euren Shirts. Das ist, ihr müsst auf YouTube gucken, das Video. Das ist, ich habe ein sehr legendäres Shirt an für diejenigen, die sich mit Fußball auskennen. Ah, okay. Da verraten wir jetzt nicht mehr, das müssen die Leute sehen. Auf jeden Fall. Ist das, wo Otto der Trainer war? Ah, okay. Sehr schön. Kann er ausschneiden. Ne? Ich danke euch schön. Habt noch viel Spaß auf der Konferenz und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, Dankeschön. Danke. Ciao. Super.